Ja, dieses Einschlafen ist so eine Sache. Mir fällt das seit jeher schwer. Eine Woche wach. Ich drehe abends gerne meine Runden im Gedankenkarussell und lande dann meistens vor dem Fernseher. Eine Woche wach. Morgens bin ich dann alles andere als wach und oft sehr gerädert. Sind wir mal ehrlich, das, was ich da mit meinem Schlaf veranstalte, das kann nicht gesund sein. Aber selbst wenn ich morgens relativ früh aufstehe, komme ich abends einfach nicht ins Bett. Ich würde sagen, Zeit, was zu ändern. Und zwar mit Hilfe des Handys. Schlaf-Apps gibt es unzählige und die sollen auf unterschiedliche Art den Schlaf verbessern. Ich teste 2 Varianten. Zum einen werde ich diesen Tracker ausprobieren. Das Handy ist mit meiner Smartwatch gekoppelt. Das ginge auch ohne, aber dann müsste ich das Handy mit ins Bett nehmen und das will ich nicht so gerne. Die App erfasst Bewegungen, Geräusche und Herzfrequenz und analysiert so, wie tief und lang ich schlafe und auch, wann ich wieder aufstehen sollte. Hier am Handy gebe ich ein, wann ich spätestens geweckt werden möchte und die App erkennt dann, wann ich besonders leicht schlafe und weckt mich zu dem Zeitpunkt, der für mich am günstigsten ist. Ich bin sehr gespannt. Da ich davon aber noch nicht besser einschlafe, teste ich noch eine zweite App. Sie bietet Einschlafhypnosen, Geschichten und beruhigende Geräusche. Damit soll man nachts besser zur Ruhe kommen. Gucken, was es noch gibt. Pianomusik bei Regen. Der Wald erwacht. Oder vielleicht eine beruhigende Hypnose? Ein Tag am Meer, das hört sich gut an. Das probiere ich aus. Achtung. Du spürst, dass dies eine ganz besondere Tür ist. Und du möchtest nun endlich wissen, was sich dahinter verbirgt. Das Problem ist ja, ne? Ich muss ja bei so Sachen immer lachen. Bei mir läuft ja ein Kopfkino ab. Vielleicht schlafe ich deshalb auch so schlecht, weil ich mir dann immer irgendwas total Bescheuertes vorstelle. Ich bin gespannt, ob diese Hypnose bei mir funktioniert oder ob ich auch nicht Hypnose geeignet bin. Ja, das bleibt spannend. Aber vorher müssen wir über Geld sprechen, denn die Apps sind kostenpflichtig. Die Hypnosen und Geräusche gibt es für 8,99 € pro Monat oder knapp 36 € im Jahr. Den Tracker kann ich eine Woche kostenlos testen. Danach werden knapp 7 € pro Monat oder 30 € pro Jahr fällig. Zeit, den Test zu starten. Der Wecker ist gestellt, mein Schlaf wird getrackt. Findet die App die perfekte Aufwachzeit für mich? Guten Morgen Sonnenschein, guten Morgen Welt, es ist 10 vor 8 und ich bin wach und geduscht, rieche wie ein frischer Frühlingsmorgen, weil ich schon um 6:27 Uhr aufgestanden bin. Jedenfalls hätte ich im Normalfall auf Schlummern gedrückt. Ich weiß es, auf jeden Fall hätte ich auf Schlummern gedrückt, immer, aber heute nicht. Ich war viel zu wach. Geht der Test so positiv weiter? Für Runde 2 habe ich mir ein Stirnband mit integrierten Kopfhörern besorgt. So kann ich im Bett die Geräusche und Hypnosen hören, ohne meine Familie zu wecken und ohne, dass mir die Kopfhörer aus dem Ohr purzeln. Ein Gamechanger in Sachen Einschlafen? Nacht 1 mit Schlafgeräuschen. Dieses Kaminfeuer, also ich kann nicht sagen, dass ich davon gestern besser eingeschlafen bin. Immer wenn ich gerade zur Ruhe gekommen bin, hat dann plötzlich angefangen, Klavier zu spielen oder irgendwie sowas oder irgendwelche Glöckchen geläutet. Wir müssen über letzte Nacht sprechen. Immer wenn ich gerade so am Einschlafen war, hat sich ein Kind gedacht, ich schreie jetzt mal. Und dann, zu allem Überfluss, war die Batterie in einem Kinderspielzeug leer und hat ganz laut gerufen, Battery low, please charge. Und dann war ich natürlich wach, konnte nicht mehr schlafen. Und dann war die Meditation meine Rettung. Ich hätte es nicht gedacht. Eine Welle der Entspannung geht durch deinen Körper. Du atmest langsam, du atmest tief. Ich sag mal so, das Ende der Meditation habe ich nicht erlebt. Also, sie hat funktioniert. Ja, für mich fühlten sich die Hypnosen nach Meditationen an. Aber wie auch immer man sie nennen möchte, die Frage ist ja, wie sie sich auf meinen Schlaf ausgewirkt haben. Ja, Zeit für ein Fazit. Diesmal eine Mischung aus meinen persönlichen Erfahrungen und knallharten Fakten, die mein Handy nämlich aufgezeichnet hat. Denn wir können gucken, wie schnell ich eingeschlafen bin mit und ohne Einschlafhilfe. Am Samstag bin ich noch einmal ohne Einschlafhilfe ins Bett gegangen. Da habe ich fast 3 Stunden gebraucht, um einzuschlafen. Und danach habe ich angefangen, mir die Geräusche und Meditationen anzuhören. Und dann geht die Kurve echt steil nach unten. Mein Highlight war der Dienstag. 6 Minuten mit der Einschlafmeditation habe ich da gebraucht. Den Schlaftracker werde ich auf jeden Fall behalten, weil mir die Aufwachfunktion richtig gut gefällt. Und mein persönliches Highlight dieses Tests ist dieses Stirnband. Weil damit kann ich jetzt endlich meine Benjamin Blümchen-Folgen im Bett hören von früher, ohne jemanden aufzuwecken. Und ich wette, für mich sind die genauso gut wie eine Einschlafmeditation.